Heute will ich mal einige meiner Objektive vorstellen, die ich zusammen mit der Sony A6000 nutze. Das sind hier diese Objektive, die hier zu sehen sind. Und ich gehe jetzt mal auf die einzelnen Objektive ein. Nehme zu dem Zweck mal die anderen aus dem Bild. So, da ist an erster Stelle natürlich das Kit-Objektiv zu nennen, welches zusammen mit der Kamera gekauft wurde. Über dieses Kit-Objektiv ist schon viel gesagt worden. Ich kann das nur bestätigen. Mir gefällt es von der Abbildungsleistung her überhaupt nicht. Die Eckenschärfe ist, ja, wie soll man es höflich umschreiben, suboptimal. Die Bildmitte wird sehr gut dargestellt. Der Hauptvorteil, wenn man überhaupt einen nennen kann, ist vielleicht die kompakte Bauweise. Wenn man das Objektiv an der Kamera dran hat und mitnimmt und die Kamera ist aus, fährt ja der Teil des Objektives ein, so dass sie nicht so sehr viel Platz wegnimmt. Viel mehr Erfreuliches kann ich zu diesem Objektiv nicht sagen. Ja, ich habe hier noch ein zweites Objektiv, was ebenfalls ein Kit-Objektiv für diese E-Mount-Serie darstellt, was sich etwas in den Daten in geringer Form unterscheidet. Es ist nämlich ein 18 bis 55 mm Objektiv, während das originale Kit-Objektiv bei der Kamera 16 bis 50 mm hat. Der Aufbau ist größer. Ansonsten sind die optischen Leistungen fast identisch. Wenn man wohlmeinend ist, kann man dem Objektiv einen Hauch einer besseren Eckenschärfe im Vergleich zum Kit-Objektiv zuschreiben. Ich wiederhole bei höflicher Formulierung. So, dann habe ich hier noch ein weiteres Objektiv von Sony. Und zwar ist das eine Festbrennweite, und zwar für Makroaufnahmen geeignet. Man kann relativ dicht rangehen, hat da schon ein ganz brauchbares Bokeh. Dieses Objektiv hat den Namen 30M35 oder besser gesagt SEL 30M35. Vorne ist schon eine Art Streulichtblende aufgesetzt, die man aber auch abnehmen kann. Dieses Objektiv ist in der Mitte gut in der Bildschärfe, an den Rändern nicht so schlecht wie die Kit-Objektive, aber es ist immer noch ein Schärfeabfall da, den man im Grunde genommen nicht übersehen kann. Bei den Nahaufnahmen, also den Makroaufnahmen, habe ich gute Erfahrung gemacht. Der Bokeh ist ganz gut. Der Hintergrund löst sich sehr schön ab. Also für Makroaufnahmen kann man es schon einsetzen, obwohl es ja ein vielleicht zu kurzbrennweitiges Makroobjektiv ist. Puristen verwenden da lieber Makroobjektive mit längerer Brennweite. Aber für meinen Bedarf reicht es allemal aus. So, jetzt kommt hier das leichte Teleobjektiv von Sony. Dieses hat eine Brennweite von 55 bis 210 mm und eine Startlichtstärke von 4,5 und bei vollem Zoom von 6,3. Für viele Aufnahmen völlig ausreichend. Wenn die Lichtverhältnisse halbwegs brauchbar sind, kann man gute Aufnahmen mitmachen. Die Mittenschärfe gefällt mir sehr gut. Im maximalen Telebereich, logischerweise geht die Randschärfe doch schon erkennbar zurück, obwohl auch bei voller Brennweite mir die erreichbare Bildschärfe eigentlich noch ausreicht. Kann für den Preis bei diesem Objektiv eigentlich nichts Schlechtes sagen.
Ja, um aber die Sony A6000 halbwegs zu fordern und gut ausnutzen zu können, habe ich mir noch von Sigma zwei Objektive zugelegt. Das ist einmal das 30 mm Objektiv, was fast umgerechnet auf Kleinbild einer Normalbrennweite entspricht, mit der Offenblende von 2,8. Wenn man von vorne reinschaut, sieht die Linse ja, ein bisschen mickrig aus, also ein bisschen klein im Verhältnis zum Objektiv, aber letztlich die Daten stimmen. Die 2,8 Lichtstärke ist gegeben. Ich finde die Frontseite schlecht gelungen, die Schrift hätte besser hervorgehoben werden können, aber das ist eigentlich nur sekundär. Das Positive an dem Objektiv: Festbrennweite und rattenscharf. Es ist für die Sony schlichthin in der Preisklasse das Optimum. Das Objektiv zeichnet auch in den Rändern scharf. Insbesondere wenn man von der Offenblende etwas zurückgeht in Richtung, ja, weiß ich was, 4, 5,6 bis 6,3 runter, dann kann man mit dem Objektiv wirklich gute Aufnahmen machen und erschreckt sich manchmal sogar ein bisschen vor der Schärfe. Man kann die Fotos nachher bei der Bildbearbeitung sogar über 1:1 hinaus etwas vergrößern. Es sind im Grunde genommen genug Reserven da, um hier gute Bilder nachzubearbeiten. Ebenfalls zu dieser Sigma-Kamerafamilie, die nennen sich alle Art-Objektive, ist dann hier das letzte, was ich vorstellen will, ein 19 mm, was umgerechnet auf kleinem Bild so grob gesagt um 35 mm dann liegt. Das Objektiv ist schon etwas größer vom Linsendurchmesser und ist ebenfalls sehr, sehr scharf abbildend bis in die Ecken hinein. Sogar bei Offenblende kann man Fotos, Landschaftsaufnahmen machen, die bis in die Ecken eigentlich wirklich gut aussehen. Ja, damit habe ich meine Kameraobjektive für die Sony A6000 hier mal vorgestellt. Mir fällt gerade noch ein, hier bei diesem Objektiv gibt es etwas, was viele Leute stört, mich überhaupt nicht. Wenn man dieses Objektiv bewegt und es ist nicht an der Kamera dran und diese Kamera ist eingeschaltet, dann klappert es scheinbar. Das liegt an dem Steuerelement für den Autofokus. Ich verstehe nicht ganz, warum das die Leute aufregt. Das ist eben eine Eigenart dieses Systems. Ist die Kamera an, ist dieses Klappern weg und die Bildschärfe-Einstellung erfolgt gut und schnell. Ja, das war's mit der Vorstellung der Objektive hier. Auch mal in deutscher Sprache. Gibt es ja bei YouTube nicht so sehr viele Hinweise zu dieser Kombination, die ich hier heute vorgestellt habe. Wer Lust hat, kann auch mal einen Blick auf mein Internetforum werfen mit dem Namen Blende und Zeit Forum, wobei die einzelnen Worte immer mit einem Minuszeichen verbunden sind. Blende und Zeit Forum. Ja, das war's.